Morgen, ich darf euch begrüßen am Biohof Schrenk. Meine Frau Agnes, ich bin der Franz, ich bin Betriebsführer. Wir machen das seit 3 Jahren. Bios haben wir seit 1994. Wir haben einen Betrieb Turopolia-Schweindel, einen geschlossenen Betrieb, quasi die Mostferkel und die Zuchten und Eber. Dann haben wir eine Mutterkuhhaltung mit gute 20 Mutterkühe und ein Stier dabei, und dann haben wir noch Legehennen 500 in 3 mobilen Stallungen. Ja. So, wir sind jetzt da bei uns bei den Turopolia-Schweinen. Wir haben angefangen vor 4 Jahren für uns selber 3 Mostschweindel zu kaufen, weil wir einfach gerne ein wenig fetter essen und auch gerne wissen, wo unser Essen herkommt. So, die Schweindel, muss man sagen, es ist vom Aussterben bedrohte Tierrasse. Geben tut es von den Turopolia-Schweindel 150 Zuchten und Eber insgesamt. Ja. Das heißt, es gibt ungefähr so 40 Betriebe wie uns in ganz Österreich, die die Schweindel haben. Also wir haben angefangen, wie gesagt, vor 2 Jahren offiziell den Betrieb zu übernehmen, wo mir war und meiner Frau war klar, dass wir Vorarbeit leisten müssen, dass meine Frau dann im Feuerwehrbahnbetrieb bleiben kann. Das heißt, wir haben vor 4 Jahren mit den Schweindel zusätzlich angefangen und zusätzlich auch mit den Legehennen, ja, in der Direktvermarktung. Also der Hauptzweig war eigentlich die Mutterkuh halt. Genau. Hallo. Hallo, grüß dich. Servus, hallo. Monika, hallo. Wir sind jetzt da im Rinderstall. Wir haben, wie gesagt, einen Mutterkuhbetrieb. Das heißt, das Kalb bleibt ein gutes halbes Jahr bei der Mutter. Dann wird es getrennt von der Herde, das männliche zumindest. Das kommt zum Mäster. Und das weibliche ziehe ich weiter auf in einer Extrawuchs, das ist da. Aufziehen tue ich quasi bis 15 Monate. Und dann werden sie bei mir am Betrieb vermarktet. Geschlagen werden sie im Fleischhocker. Ja. Also Biofleisch. Und dann bringt es wohin quasi? Genau, Ja. also der Transportiert. Viehtransport findet Ja. von uns weg statt selber. Ja. Und es kommt dann zu einem Biofleischhauer halt im Waldviertel. Ja. So wie Bierzertifizierte gibt es halt nicht. Mhm. Und da musst du da einen suchen, mit dem die Zusammenarbeit halt auch passt. Ja, und in dem Fall wird das halt für uns runtergeführt, also das macht halt dann nicht mehr. Das ist auch für uns ganz ein wichtiger Punkt gewesen. Wir finden einen Fleischhocker, wo wir das Tier hinbringen können, dann kann sich das nochmal ausruhen, die ganzen Stresshormone, die einfach im Zuge des B-Ladens, des Abladens, wie die Viecher entstehen, des Transports, weil es macht dann nicht so viel Unterschied, ob ich jetzt 5 Kilometer zum Schlachthof fahre oder ob ich halt jetzt die halbe, 3,5 Stunden fahre. Da sind wir beim bürokratischen Aufwand wieder, da was uns öfter ein bisschen aushalten. Stimmt wahrscheinlich, ja. Ja, na, für uns war es halt angenehm, wenn wir wirklich am Hof schlachten konnten, aber Ja. da hätten wir dieselben Auflagen zum Erfüllen wie ein Schlachthof. Gell? Ja. Ich meine, was mir auffällt in euren Schilderungen, man muss ja erstens einmal ein großes unternehmerisches Talent und Engagement haben. Also das ist ja, und auch, denke ich mal, sehr risikoreich. Ja, schon. Also Ja. ich meine, weil ein bisschen redet man ja vom Bauern so quasi, ja, also die kriegen so viele Förderungen und das wird so viel gestützt, ja, und warum wird das so viel gestützt, ja. Aber ich denke mal, wenn ich da ein bisschen so zuhöre und schaue, was auch an Risiko dabei ist. Ja. Ja, wenn wir von Förderungen reden, also richtig hassen da als Direktzahlungen oder Ausgleichszulagen, man muss schon sagen, das Landwirt, das man heute nicht mehr frech hat, selber Kassen, ja, die haben alle gestopft wie Duchert Ja, genau, ja. oder die haben ja, sag ich mal, der Dummer bleibt am Haus oder irgendwas, so was Ja. man ein wenig hört. Ja. Es ist schon, man ist als Landwirt ist man mittlerweile ein Wirtschaftstreibender. Und was ich sagen muss, ist, gefördert wird ja jeder Wirtschaftler. Es ist wurscht, ob du heute eine Landwirtschaft hast oder ob ich heute ein Busunternehmen Ja. habe oder wenn ich heute Arbeitnehmer über 50 Stück kriege eine Förderung. Und man muss sich auch bewusst sein, das ist ganz egal, ob du heute der Landwirt bist in Ungarn oder in Tschechien oder in Deutschland oder in Österreich. Es gibt in der EU, im ganzen europäischen Raum, keine Landwirtschaft, die kostendeckend arbeitet. Und das ist nicht, weil wir zu dumm sind, dass wir kostendeckend arbeiten werden, sondern weil wir selber die Vermarktung nicht mehr in der Hand haben seit den 70er Jahren, dass wir das abgegeben haben. Das war einer unserer größten Fehler. Da ist auch einhergegangen, das ganze
Fleischhocker sterben, das ganze Kreislerei sterben, gell, weil die Supermarktketten einfach das Geld haben, Preise diktieren. Und da möchte ich jetzt nicht an jeden Supermarkt schlecht machen, aber es ist einfach so, dass die Wertschöpfung des Produkts zu 100% beim Supermarkt ist. Weil man nennt das dann Strukturwandel oder es habt ja dann sind wir bei den nächsten gleich größeren Maschinen, das könnt ihr das Doppelte oder Dreifachere arbeiten, weil es mechanisiert seid, jetzt geht das leichter. Dann sind wir vielleicht bei einer Neidiskussion, dann heißt es ja, warum hast du einen neuen Traktor, kannst du kaufen, Ja, genau, aber jammern als wir, und das geht sich nicht aus, hinten und vorn. Man muss schon sagen, es leben viele Betriebe von der Substanz. Das heißt, man muss, wie ein Wirtschaftstreibender, man muss das Anlagevermögen, was man halt hat am Betrieb, das muss man sich durchdividieren durch die Nutzungsdauer und dann weiß man ungefähr, was man ins Jahr... Lernen Sie das in eurer Ausbildung? Naja, da... Oder? Du, ich bin eigentlich Archäologe. Also okay. Ja, es ist ein dauerndes Lernen. Also ich war heuer in den letzten 2 Monaten 4 Weiterbildungen wieder. Gell. Also man muss sich schon damit mit der Thematik befassen. Ne. Also Verlag jetzt nicht. Ne. Also ich weiß nicht, ob es früher auch so war, aber ich habe den Eindruck, als Bauer, als Landwirt ist man heute halt wirklich mehr Unternehmer schon, als dass man sozusagen Bauer ist. Also ich habe jetzt ein wenig den Der Eindruck, Bauer selber, also mit von der Bauer sein Berufsbildung allein her. nicht, Ja, nein, aber du sollst dich auskennen, ja. du sollst im Pflanzenbau auskennen, du sollst ein kleiner Landmaschinentechniker sein, du sollst ein Mechaniker sein, weil du ja Auto auch noch hast, wo du im Prinzip ständig hin. Ja, Zimmerer, Maurer, Elektriker, Alles, Installateur. Also handwerklich sollst du mal so ziemlich alles kennen, weil da kannst du nicht für aber dann musst du unternehmerisch auch noch alles kennen eigentlich. Ja. Also wenn du 2 Linke hast, brauchst du nicht Bauer werden. Ich muss schon sagen, also die Thematik zwischen Kunde und Landwirt, sage ich mal, die hätten wir glaube ich gar nicht. Das muss man auch dazu sagen, den Strukturwandel, jetzt ist 3% der Bevölkerung in Österreich sind Bauern. Ne? Vor, sage ich mal, 70, 80 Jahren waren es 30, 40%. Das heißt, es hat da jeder irgendeinen Freund gehabt, der was Landwirt war, oder eine Freundin oder eine Oma, ein Opa. Gell? Also das geht einfach irrsinnig ab. Und das merkst du einfach, dass die Leute das nicht mehr wissen oder nicht mehr kennen. Gell? Wenn man sich wir zusammenhucken, kommt man tagelang darüber diskutieren, was richtig und was falsch ist. Ne? Das sollte der Markt selber bereinigen. Und dann sollten die Produkte einfach das kosten, was sie kosten, ohne Förderwesen, ohne Ausgleichszahlung. Genau, und dann sind wir aber dabei, was hast du bist ja ein bisschen älter, ne? Seit wann verdienst du selber Geld? Seit wann hast du selber den Lebensunterhalt zum Leisten? Ja, Ne? seit ich 19 bin. Nein, das ist her wie viele Jahre? Jetzt bin ich 51. Das sind 30 Jahre her. Ja, Du hast 30 Jahre, ja. Du hast sicher vor 30 Jahren 25%, wenn nicht sogar vielleicht 30% von dem Gehalt für Lebensmittel ausgeben. Heute sind es, ich glaube, 8 oder 9%. Und das ist die Krux. Ne? Betrachtet muss Also ich ehrlich sagen. dafür hast du fürs Leben, fürs Wohnen weniger ausgeben, das ist jetzt deutlich mehr. Und dann sind wir wieder, das Geld geht Richtung, das Kapital geht Richtung Wohnungsmarkt, Richtung Häuser, Richtung Veranlagungen und weg vom tagtäglichen Geschäft. Ne? Also wenn du von deinen 2.000 €, was du verdienen wirst, oder weiß ich nicht, wenn du dort, sag ich mal, 30% ausgeben darfst, kommt da jeder Bauer davon leben. Ne? Aber dann wird halt die Wurst mit 3 € kosten.